Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute zeigen wir euch, wie ihr aus einem PVS 14 das Beste herausholen könnt. Nachtsichttechnik generell ist fast, was jeder haben will. Zumindest denke ich mal, jeder, der hier auf dem Kanal zuschaut, ist eine Superkraft. Man kann bei Nacht sehen, richtig coole Geschichte. War jahrelang unerschwinglich teuer, gerade auch für den Zivilmarkt, absolut undenkbar. Von daher freuen wir uns jetzt sehr, dass gerade die PVS 14 Geräte zu einem sehr erschwinglichen Preis, in Anführungszeichen, inzwischen verfügbar sind. Man bekommt einen PVS 14 jetzt schon unter 5.000 € mit einer vernünftigen Röhre. Ist immer noch viel Geld, ja. Vielleicht auch über den Gebrauchtmarkt für 2.500. Also man hat auf jeden Fall für einen guten Kurs ein gutes Nachtsichtgerät. Ist natürlich nur ein Mono-Nachtsichtgerät. Ein Dual-Tube-Nachtsichtgerät, 2 Röhren, ist natürlich cool. Ja, man hat einfach eine größere Tiefenwahrnehmung. Man hat nicht mehr Sehfeld. Ne? Eine PVS 14 Röhre hat ein 40 Grad Sehfeld. Ich sehe also quasi nur 40 Grad. Das ändert sich auch bei einem Dualsystem nicht. Das heißt, obwohl ich 2 Röhren habe, sind die 40 Grad immer noch die gleiche Größe. Aber ich habe natürlich eine bessere Wahrnehmung und vor allem auch nicht ein Auge, was an die Dunkelheit gewohnt ist. Wenn ich dann das Nachtsichtgerät hochnehme, muss das andere Auge sich wieder angleichen. Das ist immer suboptimal, machbar, aber suboptimal. Es gibt ja auch einen guten Grund, warum hier das Quad-Eye entwickelt worden ist, gerade für den Close-Quarter-Bereich mit 4 Röhren. Aber das ist natürlich was immer noch jenseits von Gut und Böse ist, was den Preis angeht. Und natürlich auch nochmal eine Frage des Gewichts. Bei einem dualen Nachtsichtgerät habe ich den Nachteil, ich muss natürlich auch immer alles auf einmal kaufen, habe dann hier mein Nachtsichtgerät in einer doppelten Ausführung, also auch ein doppelter Preis im Vergleich zum PVS 14 Minimum. Und das muss man auch erstmal zusammen haben. Ja, vielleicht habe ich das Geld für einen PVS 14 und lerne dann schon mal damit umgehen, kann dann mit einem Monogerät arbeiten. Das haben die GIs jahrelang gemacht, hat super funktioniert und kann dann später noch ein zweites PVS 14 dazu kaufen, um mir dann eine sogenannte Bridged Mode zu bauen aus 2 PVS 14 Nachtsichtgeräten. Hat Vor- und Nachteile im Vergleich zu einem Dual-Nachtsichtgerät. Das ist natürlich immer leichter, weil ich hier nur einen Block in der Mitte habe mit nur einer Batterie, der beide Röhren betreibt. Hier habe ich 2 Batterien, das heißt, ich habe schon mal allein das Gewicht von den Batterien mehr. Es ist auch noch diese ganze Kontroll-Unit bei jedem PVS 14 mit dabei, was nochmal Gewicht dazu bringt. Aber ich habe hier eben auch den Vorteil, ich kann ein Nachtsichtgerät jederzeit abmontieren und es einem Kumpel geben. Ich kann das auf meine Waffen montieren. Ich habe da verschiedene Möglichkeiten, mit 2 Systemen zu arbeiten und natürlich auch die Ausfallsicherheit. Ja? Wenn eine Batterie oder eine Elektronik bei einem Gerät versagt, habe ich immer noch das zweite, was autark arbeiten kann. Von daher sind die PVS 14 unserer Meinung nach immer noch nicht wegzudenken. Wir haben jetzt hier von Disruptive Systems aus England eine Pano-Bridge bekommen. Die nennt sich genauer gesagt Prone Panoramic Dual PVS 14 Bridge. Der Name verrät schon ein bisschen, was die kann, denn es ist nicht nur einfach eine Brücke, die 2 PVS 14 zusammen bridged, also in ein Dual-Nachtsichtgerät verwandelt, sondern sie hat noch ein paar Features mehr, um quasi ein Hybrid zu bilden aus diesen beiden Varianten. Ist natürlich weder ein Quad noch ein Dual, ja, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr dicht dran am Dual und hat Eigenschaften, die ein Quad auch hat. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Disruptive Systems hat das Gehäuse hier aus Nylon hergestellt. Also es ist ein sehr leichtes Gehäuse. Ihr könnt das auch so betreiben, dass ihr das nur mit einem PVS 14 benutzt. Das bedeutet, ihr habt hier beim linken Arm, der ein bisschen weniger Material hat, wie man hier gut sehen kann. Das ist nur ein gerades Stück Nylon, was hier angeschraubt wird. Ja, konstruktionsbedingt bei den PVS 14. Das hat ein Gewicht von 61 Gramm. Mit dem Mittelteil, also wenn ihr jetzt quasi nur die Mitte und den linken Teil so nutzen würdet, hättet ihr 61 Gramm. Andere Seite, nur rechtes Teil und das Mittelteil habt ihr 69 Gramm. Und wenn ihr alles zusammennehmt, also wirklich dieses Teil und das Mittelteil, habt ihr 90 Gramm Gesamtgewicht. Das ist sehr wenig und das ist auch sehr gut, denn das ist auch ein Nachteil von einem PVS 14 Bridged Mode im Vergleich zu einem Dual Tube. Die PVS 14 Geräte wiegen viel, habe ich ja schon gesagt. Und da will man natürlich möglichst viel Gewicht sparen bei der Montagelösung. Da gibt es andere Lösungen, die sind deutlich schwerer, die dann das Setup gut und gerne auf 900 bis 1 Kilo, also 900 Gramm bis 1 Kilo bringen. Und das will man nicht lange am Kopf vorne haben. Das ist wirklich total unangenehm. Und hier hat man dann ein sehr, sehr
gutes Setup vom Gewicht und von der Möglichkeit zu variieren. Die Montage ist denkbar einfach. Ihr habt hier die beiden Schrauben, die in das Gewinde vom PVS 14 reingehören. Zur Info, wir haben hier einmal ein Mil-Spec-Gehäuse PVS 14 Standard und einmal das The 14 von Act-In Black. Das ist seht ihr schon von der Gehäuseform, ein bisschen kürzer, ein bisschen leichter, hat aber auch noch mal ein paar andere Eigenschaften, die es, wenn ihr das in doppelter Ausführung haben solltet, nicht ermöglichen, hier in dem rechten Arm genutzt zu werden. Da ist dann einfach hier das Gehäuse zu dick und das passt dann da nicht gescheit rein. Das heißt, das geht nur auf der linken Seite entsprechend. So. Und deswegen solltet ihr dann darauf achten, wenn ihr mit dieser Brücke liebäugelt, dass ihr euch ein Mil-Spec-Gehäuse dafür holt. Ja, dann schraubt man das einfach hier dran. Und damit ist schon mal die eine Seite getan. Dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Hier natürlich dann über Kopf. Ich drehe es einfach so rum, dann muss ich es nicht über Kopf schrauben. Und schon ist euer System einsatzbereit. Hier wäre jetzt auch nochmal die Besonderheit bei den Schrauben. Die sind extra groß gewählt, sodass ihr die auch ohne Werkzeug benutzen könnt. Nämlich mit einer Münze. Sekunde, ich mache das einmal fest, dann kann ich das euch mal zeigen. So. Könntet hier jederzeit natürlich mit einem 5-Cent-Stück reingehen und damit die Schrauben öffnen. Das heißt, auch wenn ihr keinen Schraubenzieher dabei habt, seid ihr in der Lage, aus dem Dual wieder ein Mono zu machen, um zum Beispiel dann weitergeben zu können. Die Brücke hat ein paar Eigenschaften, die man auch von Dual-Nachtsichtgeräten kennt. Ich demonstriere euch das gerade mal hier an dem Helm. Wir setzen mal hier unsere Brücke auf, unsere Montage auf. Das ist eine Wilcox-Montage. Damit funktioniert das auch wunderbar. Jetzt habe ich das Nachtsichtgerät hier vorne dran und so kennt man das auch. Und das ist natürlich auch, wenn es nicht benutzt wird und hochgeklappt ist, sehr, sehr unangenehm, weil halt viel Gewicht weit weg vom Kopf steht. Die Dual-Nachtsichtgeräte haben inzwischen alle eine Funktion, dass ich die anlegen kann. Das heißt, ich kann die hier zurückklappen und habe dann das Gewicht sehr nah am Kopf und kann somit auch arbeiten. Das wäre ein Feature, was man natürlich kennt und auch gerne so hat. Das Ganze geht natürlich auch hier, wenn ich es im Einsatzbereich habe, vor den Augen, kann ich jederzeit hier eine Röhre hochklappen oder auch die zweite Röhre hochklappen. Und dann stehen die hier im vorderen Sichtfeld. Ich habe sie quasi nur leicht aus meinem Sichtfeld raus und kann sie jederzeit wieder nach unten klappen, wenn ich sie denn brauche. Jetzt kommt aber die Besonderheit. Und zwar, zum einen heißt das Ding ja Prone Panoramic Dual Bridge. Prone im Sinne von, ihr habt hier eure Montage vorm Kopf und wollt jetzt in der liegenden Position oder auch vielleicht stehend, wenn ihr eine Optik habt, die nicht erhöht ist und ihr mit dem Nachtsichtgerät durch die Optik gucken wollt, braucht ihr einfach einen anderen Kopfwinkel. Das werdet ihr sehr schnell merken, da muss man den Kopf anwinkeln. Und dafür hat die Brücke hier einen Knopf, wo ich reindrücken kann und kann dann den Winkel um 15 Grad nochmal verändern. Bedeutet, jetzt kann ich hier in der geneigten Kopfposition das Nachtsichtgerät wieder auf die gerade Ebene bringen und damit an relativ gut durch eine Optik auch durchschauen, wenn ich liege oder wenn die Optik sehr niedrig ist. Wenn ich wieder drauf drücke und das runterziehe, bin ich wieder in der normalen Position. So, und wo ist jetzt der Panoramablick? Der Panoramablick ist hier auch verbaut und zwar kann ich da hergehen, kann die Geräte von der 40-Grad-Lösung, wie sie jetzt hier ist, einfach anklicken und wieder runterpacken und schon habe ich 55 Grad Sichtfeld. Ich kann aber sogar noch weitergehen und sie nochmal klicken lassen und dann habe ich 70 Grad Sehfeld. Das ist natürlich der Kompromiss, den ich gegenüber einem Quad-System eingehen muss. Ich verliere natürlich jetzt hier in der Mitte immer ein bisschen was. Ja, wenn ich 50 Grad bin, nicht so viel, bei 70 Grad schon mehr, da habe ich eine deutliche Lücke in der Mitte. Das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten bei so einem System. Das ist ein Kompromiss ist im Vergleich zu einem Quad-Eye, dadurch aber natürlich weniger wiegt und auch normal nutzbar ist in der 40-Grad-Variante.
Wir haben hier für euch mal ein bisschen Footage aufgenommen, dass ihr euch das mal angucken könnt. Hier haben wir einmal für euch im Studio den 40-Grad-Blick. Da seht ihr die Steinmauer, vor der wir immer unsere Aufnahmen machen. Und da könnt ihr jetzt schon mal hier, wenn ich nach rechts und links gucke, seht ihr, da ist die Tür rechts und links ist unser Strahler. Sehe ich aber beides nicht, wenn ich nur auf die Mauer schaue. Jetzt gehe ich in den 55-Grad-Modus und da kann ich schon mal die Tür erahnen, die rechts im Bild ist, und links den Strahler. Und in 70 Grad ist die Tür fast vollständig sichtbar und auch der Strahler. Und was sich dadurch für Möglichkeiten ergeben, gerade für die Situation Awareness, für die Gefahrenwahrnehmung in diesem Bereich in 55 und 70 Grad, das brauche ich, glaube ich, nicht groß zu erklären. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil von so einem System, wenn ich damit arbeiten möchte. Natürlich haben wir für euch auch nochmal ein paar Outdoor-Aufnahmen gemacht. Hier sind wir im Wald unterwegs und gehen einfach mal vom 40-Grad-Modus in den 55-Grad-Modus und schauen uns da mal ein bisschen um. Und hier nochmal im 70-Grad-Modus. Als letztes Feature hat man natürlich auch noch daran gedacht, dass so ein System irgendwie gesichert werden muss und auch ein bisschen Stabilität bekommt. Dazu sind hier jeweils hinten am Gehäuserand zwei Stege verbaut, wo ich dann meine Bungee-Retention vom Helm einhängen kann und dadurch ist dann das ganze System auch entsprechend gesichert. Ganz wichtig natürlich, jeder Mensch hat ein anderes Sehfeld bzw. einen anderen Augenabstand. Ich habe hier die Möglichkeit, den Augenabstand entsprechend einzustellen. Dazu ist hier jeweils rechts und links eine IEPD-Stop-Schraube, die dann das Nachtsichtgerät in dieser Position hält, indem ich die Schraube entweder weiter rausdrehe, um es weiter reinzuklappen, oder weiter reindrehe, um es näher ranzukriegen und weiter rausschraube. Ne, das war schon richtig. Wenn ich es weiter reinschraube, geht mehr Schraube raus und dadurch steht das Gerät natürlich weiter nach außen. Das wäre quasi nochmal ein Feature, um das Ganze hier an den üblichen europäischen Augenabstand einzupassen, damit jede Röhre auch perfekt vor jedem Auge positioniert ist. Auch der Widerstand des Klappmechanismus lässt sich einstellen. Dazu habt ihr auch Schrauben hier auf der Hinterseite, um das Ganze entsprechend zu fixieren. Das bedeutet, wir wollen ja natürlich nicht, dass wenn ich das Nachtsichtgerät abgeklappt habe und das dann durch Schütteln sich nach unten klappt, sondern das soll ja dann schon auch in dieser Position bleiben. Und da habt ihr auch dann die zwei Schrauben, um das Ganze zu fixieren, damit das auch schön schwergängig geht. Kann jederzeit auch nachjustiert werden. Das geht allerdings nicht mit einer Münze, da braucht ihr auf jeden Fall einen kleinen Schraubenzieher dafür. Kommen wir zur Zusammenfassung. Wir finden, das ist ein sehr, sehr cooles und innovatives System aus England, ist auch made in UK. Das heißt, ihr kauft auch ein, in Anführungszeichen, EU-Produkt. Disruptive Systems schickt auch nach Deutschland, das ist überhaupt kein Problem, könnt ihr euch dann dort bestellen. Auch der Preis für diese Pano Bridge ist sehr gut. Also es gibt auch noch andere Hersteller, die sowas anbieten, allerdings ohne diese 15-Grad-Lösung. Das ist tatsächlich was Disruptive Systems einzigartig macht, zumindest nach unserer Erfahrung. Das haben wir so noch nicht gesehen. Da könntet ihr auf jeden Fall mal schauen und wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein bezahlbares System und wir finden es sehr, sehr gut und werden das für euch auch mal dauerhaft testen. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr diese Lösung oder habt ihr eine andere Lösung für ein Dual PVS 14 Setup? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocken klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.